Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern, die kleinen Zigarettenbildchen. Aufgehört haben wir beim Der Dreißigjährige Krieg, Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild 91. Reiterkampf. Die Reiterei konnte in kleinen und größeren Einheiten rasch vorstoßen, den Gegner angreifen, ihn umgehen, sich an seine Ferse heften, kurz eine Schlacht oft entscheiden. Und wie im Kriege der Gegenwart die Flugzeuge den Feind erkunden, so früher die schnelle Kavallerie. Da aber auch der Feind die Reiterwaffe besaß, waren zwischen beide Patrouillen lebhafte Scharmützel an der Tagesordnung. Bild Nummer 92. Wachtstube. Launisch wie ein Aprilwetter begleitet das Schicksal den Landsknecht-Söldner auf seinen Wegen. Bald lebt er wie ein Kaiser im Schlaraffenland, bald wie der Teufel im Hagelschlag. Täglich spielt dieser wüste Ritter die Würfel mit Tod und Teufel und wagt sein Leben und das Heil der Seele. Kein Wunder, dass ihm auch der Sold leicht und locker im Beutel sitzt und Würfel und Glücksspiel zur Leidenschaft wird. Bild 93. Lagerleben. Verwirrend bunt und abenteuerlich ist das Lagerleben der Soldaten im Dreißigjährigen Kriege. Der Soldat hat in Schlachten gehungert, gefroren, sein Leben gewagt und mit dem Tod gewürfelt. Jetzt im Lager hält er sich wunderbar schadlos mit Faulenzen, Fressen, Saufen und Spielen, denn morgen schon heißt es vielleicht wie im Schillers Wallenstein: Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd. Bild 94. Kriegsgräuel. Der Krieg hebt Tugenden und Laster aus den Tiefen der Menschen empor. In jedem Krieg gibt es daher zahllose Spitzbuben, die als Marodeure, Nachzügler, Drückeberger und Kriegsgewinnler die furchtbarste Heimsuchung für das Land sind. Mit den an sich schon verwilderten fremden Heervölkern im Dreißigjährigen Kriege raubten und brandschatzten sie das Land und quälten die Bauern zu Tode. Bild Nummer 95. Übergabe einer Stadt. Für die Kapitulation galten stets allgemeine völkerrechtliche Bestimmungen. Eine Festung durfte sich erst ergeben, wenn alle Mittel des Widerstandes erschöpft waren oder die Mauern einen Sturm nicht mehr standhielten. Nachdem der Wille zu Verhandlung durch Parlamentäre mit weißer Fahne kundgetan, erfolgt die Übergabe der Schlüssel durch den Bürgermeister oder den Kommandanten. Bild Nummer 96. Festmahl. Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges lockerte die mühsam durch sorgfältige Erziehung errungene Feinheiten der Sitte und gab jeden Festlichkeit einen derberen, betont männlichen Anstrich. Zugleich machte sich eine Vorliebe für Prunk und Prachtentfaltung bemerkbar. Große Aufsätze zierten die Tafel und zahllose üppige Gerichte wurden, überreicht mit schmückendem Beiwerk versehen, aufgetragen. Das war's zu dem Dreißigjährigen Kriege. Jetzt gehen wir zu dem Abschnitt 5. 1650 bis 1690, die Zeit des großen Kurfürsten, Frühbarock. Der Dreißigjährige Krieg war noch nicht zu Ende, als im dennoch wenig bedeutenden Kurfürstentum Brandenburg der Mann auf den Thron kam, der als erster den preußischen Machtgedanken genial vertrat: Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst. Durch Vergrößerung seines Besitzes, straffe Zusammenfassung der durch Erbschaft, Tausch oder Eroberung gewonnenen, teilweise recht verstreut liegenden Landesteile und die Aufrechthaltung eines stehenden Heeres legte er den festen Grund zur preußischen Einheitsstaat, den sein Urenkel Friedrich der Große zur Großmacht erheben sollte. Seit dem großen Kurfürsten kann überhaupt erst mit vollem Recht und Rede von einem brandenburgisch-preußischen Staat sein. Denn er war der erste souveräne Herr des Herzogtums Preußen, der sein Großvater Johann Sigismund nur als Lehen der polnischen Krone erworben hatte und ließ sich als solcher von den ostpreußischen Ständen in Königsberg huldigen. Aber wenn sein Hauptziel auch der in sich gefestigte, machtvolle brandenburgisch-preußische Staat war, so war darüber hinaus auch der nationale Gedanke schon in ihm lebendig. In einer von ihm veranlassten Flugschrift an die deutsche Nation heißt es: Gedenke ein jeder, was er für die Ehre des deutschen Namens zu tun habe, um sich gegen sein Eigenblut und sein ein von der Nation dieser weltberühmtes Vaterland nicht zu vergreifen. Gedenke, dass du ein Deutscher bist. Dies ist eine für die damalige Zeit, in der jeder Fürst seine eigenen dynastischen Interessen kannte und verfolgte, erstaunliches nationales Bekenntnis. Der Weitblick des großen Kurfürsten zeigte sich auch auf wirtschaftlichen und handelspolitischen Gebiete. Er erkannte, dass der gewisseste Reichtum und das Aufnehmen eines Landes aus dem Kommercium, Handel kommen,
Ferner, dass Seefahrten und Handlungen die vornehmsten Säulen eines Staates sind. Sein Ziel war die Schaffung einer Handelsflotte und nach holländischem Vorbild die Gründung einer brandenburgisch-ostindischen Kompanie, die er am Ende seiner Regierungszeit auch durchsetzte. Als erster deutscher Fürst erwarb er zu seiner Zeit, wo die Niederlande, Spanien, Portugal, England und Frankreich schon längst ausgedehnte Kolonien besaßen, an der westafrikanischen Goldküste kolonialen Besitz und gründete hier die Festung Großfriedrichsburg. Nicht überall im Deutschen Reich bot sich das gleiche Bild eines aufstrebenden Staates. Südwestdeutschland, vor allem das Elsass, Baden und die Pfalz wurden erneut von Kriegen heimgesucht, die Eroberungslust Ludwig XIV. Von Frankreich entfacht hatte und deren Ergebnis die völlige Verwüstung der Pfalz war, der auch das Heidelberger Schloss zum Opfer fiel. Damals ging auch das Elsass und selbst ein Teil Badens in französischen Besitz über, und die elsässischen Reichsstädte und Reichsritter mussten dem französischen König huldigen. Wie die wirtschaftlichen Verhältnisse, so erholte sich auch das geistige und künstlerische Leben in Deutschland nur langsam von den zerstörenden Wirkungen des Dreißigjährigen Krieges und konnte in keiner Weise mit Frankreich oder gar mit dem zur höchsten Blüte gelangten Niederlande wetteifern. Aber es kündigte sich auch hier in Deutschland noch nach der Erstarrung der Spätrenaissance allenthalb der neue Kunststil des Barock an, der erst zu Beginn des folgenden Jahrhunderts im Hochbarock seine volle Entfaltung finden sollte. Bauwerke, Möbel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs, ja sogar die Tracht nahmen jetzt wuchtige, breit ausladende Formen an. Zu dieser Zeit entstanden zum Beispiel die prachtvollen massiven Schränke, die noch heute die Dielen alter Bürgerhäuser vor allem in den Hansestädten zieren, und besonders ein Kunsthandwerk, das schon in den vergangenen Jahrhunderten Bedeutendes geleistet hatte, gelangte jetzt zur Vollendung: die Fayencetöpferei. Diese wollte chinesisches Blau-Weiß-Porzellan, das seit dem 17. Jahrhundert in Europa in großen Mengen eingeführt wurde und dessen Fabrikationsgeheimnis man nicht kannte, nachahmen und in gleichen Vollendung heimisch machen. Wir kommen zu Stände und Berufe. Bild 97. Koch. Das verfeinerte Kochen galt schon im Mittelaltertum als Kunstfertigkeit. Im Mittelalter wurde die Kochkunst besonders in Klöstern gepflegt und seit dem 16. Jahrhundert mehren sich die Kochbücher mit erlesenen Rezepten für Zubereitung von wohlschmeckenden, zum Teil raffinierteren Speisen. Zur Kochkunst gehörte auch die allen Gelegenheiten angepasste Zusammenstellung von Gerichten nebst Getränken. Bild 98. Eisengießerei. In der Gewinnung und der Verarbeitung des Eisens hat Deutschland stets an hervorragender Stelle gestanden. Hohe Öfen waren bereits im Mittelalter in Betrieb. Während man damals das Eisen noch unmittelbar aus den Hochofen in Behälter goss, fing man gegen Ende des 17. Jahrhunderts an, den eigentlichen Eisenguss und die reine Eisengewinnung und Hofofenprozess voneinander zu trennen. Bild 99. Büchsenmacher. Mit der Erfindung der Handfeuerwaffe und deren technische Vollkommnung blühte der geachtete Gewerbe der Büchsenmacher auf, die die verschiedenen Arten von Gewehren herstellten. Unter Friedrich Wilhelm I. werden bereits Büchsenmacher als Beamte im Heere angestellt, deren Tätigkeit sich in der Folgezeit mehr auf Reparaturen an den Gewehren und Seitengewehren beschränkte. Bild 100. Zeugmeister. Im Zeughaus, Zeug ursprünglich Rüstung, dann Geschütz oder Arsenal, wurden sämtliche Vorräte an Kriegsmaterial, Rüstungen, Geschützen, Handwaffen, Wagen und Ausrüstungsgegenständen aufbewahrt und auch repariert. Die Aufsicht im Zeughaus führte der Zeugmeister, der zugleich der Befehlshaber der Geschütze war und darauf zu achten hatte, dass sämtliche Waffen jederzeit gebrauchsfertig waren. Bild Nummer 101. Piraten in Seenot. Der Schrecken aller Seefahrer waren außer der Naturkatastrophen bis in die Neuzeit hinein die Seeräuber, die vor allem den Handelsschiffen auflauerten und sie beraubten. Wie im Mittelalter die normannischen und nordafrikanischen Piraten waren im 17. Jahrhundert die sogenannten Flibustier und Bukanier, die Schrecken der spanischen Silberflotten, besonders gefürchtet. Und Bild 100. Und das letzte Bild für heute, Bild 102. Gemeindeausrufer. Ehe das Zeitungswesen so weit entwickelt war, dass es den täglichen amtlichen Nachrichtendienst übernehmen konnte, wurden wichtige amtliche Mitteilungen von Gemeindeaufrufer bekannt gegeben. Er las die Bekanntmachung laut auf der Straße vor, nachdem er sich mit einer Glocke Gehör verschafft hatte. Heute werden amtliche Mitteilungen mehr und mehr durch den Lautsprecher angesagt.
So, ich habe jetzt noch einen kleinen Bonus für euch. Und zwar, ich fand dieses Zitat, was die hier gebracht haben, an die deutsche Nation interessant und habe erstmal geschaut, von welchem Flugblatt ist überhaupt die Rede ist, oder Flugschrift. Und die habe ich leider nicht gefunden. Allerdings habe ich das komplette oder mehr von dem Zitat, was da drin steht, gefunden. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Es beginnt: Wem sein Vaterland liebt ist, wer noch einiges deutsches Blut um sein Herze warm ist, muss darüber weinen und seufzen. Wir haben unser Gut, wir haben unser Blut, wir haben unsere Ehre und Namen dahingegeben und nichts damit ausgerichtet, als dass wir uns schier zur Dienstknechten und fremden Nationes berühmt und des hohen Namens fast verlustigt und diejenigen, so wie vorher kaum kannten, damit herrlich gemacht. Was sind Rhein, Weser, Elbe oder anders als fremde Nationen Gefangene? Was ist deine Freiheit und Religion mehr, als es der anderen damit spielen? Summa, alles verlor sich mit dem herrlichen Pommern und mit anderen so stattlichen Ländern. Darum möge jeder bedenken, was er für die Ehre des deutschen Namens zu tun habe, um sich gegen sein eigen Blut und sein für alle Nationen dieser Welt berühmtes Vaterland nicht zu vergreifen. Gedenke, dass du ein Deutscher bist. Das war das Komplette. Nun, auf meiner Suche im Weltnetz bin ich dann auf ein anderes Flugblatt gestoßen, wo dieses Zitat nicht dabei ist. Nichtsdestotrotz werde ich es für euch vorlesen. An mein Volk und an die deutsche Nation. Mit Vertrauen sprach der König vor 35 Jahren. Mit Vertrauen sprach der König vor 35 Jahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Volke, und sein Vertrauen ward nicht zu Schanden. Der König mit seinem Volke vereint rettete Preußen und Deutschland vor Schmach und Erniedrigung. Mit Vertrauen spreche ich heute, im Augenblicke, wo das Vaterland in höchster Gefahr schwebt, zu der deutschen Nation und dessen edlen Stämmen mein Volk sich mit Stolz rechnen darf. Deutschland ist von inneren Gärung ergriffen und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr kann nur aus der innigen Vereinigung der deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die Gefahr nicht scheut, wird mich nicht verlassen und Deutschland wird sich mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Als Mittel und gesetzliches Organ, um im Vereine mit meinem Volke zur Rettung und Beruhigung Deutschlands voranzugehen, bietet sich der auf den 2. April bereits einberufene Landtag dar. Ich beabsichtige in einer unverzüglichen, näher zu erwägenden Form den Fürsten und Ständen Deutschlands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Versammlung zusammenzutreten. Die auf diese Weise zeitweilig für bildende deutsche Ständsversammlung wird in gemeinsamer freier Beratung des Erforderlichen in der gemeinsamen inneren und äußeren Gefahr ohne Verzug vorgehen. Was heute allen Not tut, ist Aufstellung eines allgemeinen deutschen volkstümlichen Bundes her und zweitens bewaffnete Neutralitätserklärung. Solche vaterländische Rüstung und Erklärung werden Europa Achtung einflößen vor der Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Gebietes deutscher Zungen und deutschen Namens. Zur Eintracht und Stärke vermög heute der Frieden in unseren schönen, durch Handel und gewerblich blühenden Gesamtvaterland zu erhalten. Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwendung der augenblicklichen Gefahr und wird die Deutsche Standversammlung über die Wiedergeburt und Gründung eines neuen Deutschlands beraten, eines einigen, nicht einförmigen Deutschlands, einer Einheit in der Verschiedenheit, einer Einheit mit Freiheit. Allgemeine Einführung wahrer, konstitutioneller Verfassungen mit Verantwortlichkeit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mündliche Rechtspflege in Strafsachen auf geschworenen Gerichten gestützt, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiöse Glaubensbekenntnisse und eine wahrhaft volkstümlich freisinnige Verwaltung werden allein solche höhere und innere Einheit zur Bewirkung und zur befestigen imstande sein.
Berlin, den 21. März 1848. Graf Armin von Rohr, Graf Schwerin, Börnemann, Armin, Kühne. Friedrich Wilhelm. Ich möchte an der Stelle einmal kurz erwähnen, dass das ein Flugblatt war. Ja, eine Flugschrift. Das heißt, dass man hat das so dem Volk entweder irgendwo an die Wand genagelt oder halt in die Hand gereicht. Ja? Und ich würde jetzt einmal mal behaupten, dass der Großteil unserer Landsleute hier das so, wie es hier formuliert ist, nicht mehr verstehen würde. Heute scheint es eher so, als ob man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geht. Dass man es schon teilweise, man will halt, dass es jeder versteht. Aber hier ist das so geschrieben, dass es, ja Claire, wie sage ich das jetzt am besten? In dieser Art und Weise, wie das in diesem, ich würde es mal sagen, hohem Deutsch, wird den Leser vorausgesetzt, dass er das versteht. Und ich glaube, so könnte man das heute nicht mehr machen. Die meisten würden das nicht verstehen, wie das, was hier steht. Selbst ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen, obwohl ich es vorlese. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass einige meiner Mitmenschen dem Irrtum verfallen sind, dass die Menschen von damals die Menschen von damals weniger aufgeklärt sind als wir heute. Ja, die Frauenrechte, ja, dies und jenes. Ach, die waren ja alle doof. Die waren alle doof. Nicht, dass das jemand gesagt hat, aber für mich kommt das immer so ein bisschen vor, dass die Menschen von damals uns unterlegen wären. Und das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die im größten Teil uns geistig überlegen waren. Vielleicht haben die nicht alle so eine Schulbildung genossen wie wir. Aber der Bildungsbürger, wenn man so will, der hätte den jeden normalen Menschen in die Tasche gequatscht. Gut, vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder dazu, dass wir das verstehen. Wer weiß. Wird ein langer Weg, wenn wir das überhaupt wollen. Gut, das war jetzt wieder ein bisschen viel gequatscht. Dann, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bei Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Nein, Frau. Ich will noch nicht gehen. Lass mich noch ein bisschen aufnehmen. Komm schon, Alte, ist doch noch nicht zu spät. Lass mich noch ein bisschen aufnehmen.